Ja, hallo und grüß euch. Das ist der zweite Teil meines Erfahrungsberichtes zu der Yashica FXD S300, diese Retro-Kamera, die Yashica jetzt hier neu herausgebracht hat. Oder die Firma, die hinter Yashica steckt, muss man sagen. Mittlerweile wurde ja Yashica einige Male verkauft und ist nicht mehr das Unternehmen, das wir noch aus den 80ern kennen. Ich habe im letzten Video schon erzählt, wie ich von dieser Kamera, der Yashica FX70, eben jetzt zu dieser Yashica gekommen bin und dass genau dieses alte Modell eigentlich der Grund ist, warum ich mit Yashica irgendwie doch etwas verbinde. Und ich habe mich gefragt, ob dieses neue Yashica-Modell in irgendeiner Weise das Gefühl dieser alten Yashica in mir wieder hochkommen lässt. Und ich muss schon sagen, diese neue Yashica FXD ist optisch ein gelungenes Modell. Sie ist relativ klein, aber optisch würde ich sagen, haben sie das ganz gut geschafft, dass sie den Look von Yashica übernommen haben. Man hat auf der Oberseite klassisch dieses Moduswahlrad, man hat den Auslöser hier und diesen berühmten Aufziehknopf, auf den ich später noch zurückkommen werde. Links der eigentliche Kammerrückspulknopf ist jetzt das Film-Emulationsmodus-Wahlrad. Alles in allem muss ich sagen, eine sehr kompakte, schöne Kamera im Retro-Look. Allerdings muss man schon sagen, das ist Retro-Optik, nicht Retro-Bauweise. Und auch wenn das klar ein Plastikgehäuse ist und sich auch sehr leicht anfühlt, mit 360 Gramm ist das eine sehr leichte Kamera, muss man sagen, dass die Drehknöpfe sich eigentlich alle sehr gut drehen lassen, machen einen halbwegs wertigen Eindruck, haben schöne Einrastpunkte. Später werden wir dann sehen, dass die Menüpunkte nicht immer ganz genau getroffen werden. Manchmal muss man das Rad noch einmal einen weiteren Punkt drehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist die Haptik der Kamera ganz okay. Der Auslöseknopf könnte hier noch einmal mit so einem kleinen Gimmick-Knöpfchen versehen werden, habe ich nicht gemacht. Und auch der Aufziehhebel, hat natürlich nichts von den alten Aufziehhebeln, aber zumindest macht er ein Geräusch, das ist schon mal was. Und später will ich noch darauf zurückkommen, dass es einen kleinen Haken gibt mit der Position des Aufziehhebels. Das ist nämlich tatsächlich eine Funktion, in der Position ist es diese Retro-Kamera und in der Position ist es eine ganz normale Digitalkamera. Und aufgrund der Kompaktheit dieser Kamera kann es schon einmal passieren, dass man beim Fotografieren, besonders wenn man den Sucher verwendet, was ich ja gerne mache, diesen Hebel da wieder hineindrückt und das ist dann relativ mühsam. Darauf wäre ich dann später noch einmal zurückgekommen. Die S300 hat tatsächlich hier auch einen Viewfinder, der ist natürlich nicht optisch, sondern ein digitaler Viewfinder. Natürlich darf man sich von dem Monitor da drin noch nicht allzu viel erwarten. Ich finde aber, er ist gut genug. Die Kamera hat ohnehin nur Autofokus, das heißt, die Schärfe muss ich über dieses Ding hier nicht beurteilen und somit reicht das absolut. Die Kamera ist nicht die schnellste, das ist auch ein bisschen ein Hindernis beim Fotografieren. Also für Streetfotografie zum Beispiel kann man das Ding nicht verwenden, weil bis man die Kamera eingeschaltet und schussbereit hat, ist das Motiv vermutlich schon weg. Etwas eigenartig ist auch diese doppelte Zoom-Funktion. Man hat einerseits hier auf dieser Objektivattrappe, das muss ich so nennen, tatsächlich ist das kein Objektiv, aber da hat man hier die Möglichkeit, 4 Festbrennweiten anzuwählen, aber es gibt auch die D-Methode, wofür D steht, weiß ich jetzt nicht genau. Und wenn man auf der Position D ist, dann kann ich hier mit diesem kleinen Wahlrad hier stufenlos zoomen. Das Kuriose dabei ist, dass ich hier mit den Festbrennweiten eingestellt ganz bestimmte Auflösungszahlen habe. Das heißt, bei 24 mm habe ich die vollen 50 Megapixel der Kamera zur Verfügung und bei 60 mm nur mehr 8 Megapixel. Anders ist es, wenn ich auf den D-Modus gehe und hier selber zoome. Ich habe zwar den gleichen Zoom-Bereich zur Verfügung, nicht nur den gleichen Zoom-Bereich, ich habe ihn jetzt auch hier stufenlos zur Verfügung, aber hier kann ich durchgehend nur mit 12 Megapixel fotografieren. Eine Ungereimtheit, die sie sich etwas besser hätten überlegen sollen, finde ich. Wenn man in den Film-Emulationsmodus geht, dann hat man durchgehend nur 12 Megapixel zur Verfügung und man kann auch nicht zoomen. Warum das der Fall ist, erschließt sich mir auch nicht ganz.
Schauen wir uns ein bisschen die Hardfacts an. Was kann denn diese Kamera tatsächlich? Ich habe jetzt erst schon gesagt, dieses Ding da oben, das ausschaut wie ein Objektiv, das ist kein Objektiv, das ist nur eine Attrappe. Da drinnen steckt vermutlich, ganz genau weiß man es nicht, aber ein Kameramodul von Sony, nämlich das IMX766. Das ist es an und für sich nicht schlecht. Ja, es hat 50 Megapixel. Nominativ tatsächlich sind die wahrscheinlich interpoliert, so genau weiß man das nicht. Ja, es ist ein CMOS-Sensor mit Backside Illumination BSI, also an und für sich auch keine schlechte Technologie. Ja, er kann Autofokus, sogar Face Detection Autofokus, und ja, wir haben eine optische Bildstabilisierung, OSI ist da drinnen auch, also dieses Kameramodul bringt das alles mit. Aber ist das wirklich ein Kamerasensor? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Sensor, der wird üblicherweise in den Mittelklasse-Smartphone, Android-Smartphones verbaut. Nichts Schlechtes, nichts Gutes, schon ganz gut mittendrin, aber jedenfalls kein Kamerasensor. Der Sensor ist 6 x 8 mm groß. Alleine daher kann man sich schon vorstellen, dass da von der Bildqualität, wenn nicht ganz, ganz schwer mit Software unterstützt wird, wie bei den Smartphones das ja gemacht wird, keine tolle Bildqualität rauskommt. Aber die Bildqualität ist ja da auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, der Kaufgrund oder das Hauptargument für diese Kamera, sondern das Alleinstellungsmerkmal, mit dem diese Kamera beworben wird, ist eben diese Filmsimulation, die diese Kamera kann oder die da eingebaut ist. Die Kamera kann Fotos machen, die so aussehen, als wären sie mit einer analogen Kamera gemacht, als wären sie auf analogen Yashica-Film gemacht. Und es gibt da 6 verschiedene Yashica-Filme, die man da einstellen kann, und dann macht man eben Fotos, die den Look von diesen Filmen haben, von diesen analogen Fotos. Aber ist dieses Konzept wirklich gut umgesetzt? Ich sage, nein, ist es nicht. Das beginnt schon mit diesem Aufziehhebel. Man muss diesen Hebel da aufziehen, um wirklich ein Foto machen zu können, aber man kann mehrfach aufziehen. Damit ist der Analog-Vibe für mich schon vergangen, weil das ist ganz klar, es spießt sich mit dem tatsächlichen analogen Fotografieren. Bei einer analogen Kamera kann man genau einmal aufziehen, dann ist der Film transportiert und ich kann erst wieder aufziehen, wenn ich ausgelöst habe, logischerweise. Hier ist das nicht, also ganz klar erkennbar, das ist ein Fake. Das zweite, dieses Aufziehen wird nur erkannt, wenn man sich tatsächlich bei eingeschalteter Kamera im Filmsimulationsmodus befindet. Also wenn ich jetzt hier aufziehe, erkennt das die Kamera nicht und ich kann nicht abdrücken, wenn ich sie einschalte. Selbst wenn die Kamera eingeschaltet ist, wird das Aufziehen nicht als ein solches erkannt, weil die Kamera ist jetzt im normalen Digitalkameramodus. Das heißt, sie hat keine Filmemulation, sie fotografiert einfach ganz normal digital. Erst wenn ich den Hebel hier nach oben bewege, etwas herausragen lasse, dann schaltet die Kamera um in den Filmsimulationsmodus. Das braucht aber wieder ein bisschen Zeit. Also wenn ich von diesem Modus einfach aufziehe und das zurückfahren lasse, bin ich zwar jetzt im Filmsimulationsmodus, aber die Kamera hatte noch nicht Zeit, um intern umzuschalten auf den Filmsimulationsmodus, und das wird nicht erkannt. Ich muss zuerst die Kamera umschalten, dann sehen, bin ich tatsächlich im Filmsimulationsmodus, dann kann ich aufziehen. Das nächste, ich kann den Film hier wechseln mit diesem Rückspulknopf. Das bei einer analogen Kamera wäre das der Rückspulknopf. Hier kann ich zwischen diesen 6 Filmsimulationen wechseln, aber auch erst, wenn ich aufgezogen habe. Habe ich aufgezogen und mache das Foto, wird das aktuell gemachte Foto auf der Kamera hinten angezeigt, so weit so gut, aber der Rest der Funktionen der Kamera ist gesperrt. Ich kann nichts machen, ich kann den Film nicht ändern, ich kann nichts machen, außer die Kamera ganz ausschalten, zurück in den Digitalkameramodus bringen oder neu aufziehen. Und wenn ich neu aufgezogen habe, dann kann ich den Film wechseln. Für mich unlogisch. Ich müsste zuerst den Film wechseln können und dann aufziehen. Das wäre dann eine Analogie zum analogen Fotografieren. Also hier in meiner Meinung nach schlecht umgesetzt. Das holpert ein bisschen. Das ist für denjenigen, der analog fotografieren möchte, ja, einfach ein klares Fake, und damit wird dieser Vibe, analog zu fotografieren von dieser Kamera, ja, da springt der Funken einfach nicht über. Das funktioniert nicht. Bevor dieses Video weitergeht, hier noch eine große Bitte in eigener Sache an dich. Ich hoffe, du merkst, ich investiere sehr gerne sehr viel Energie, Zeit und Leidenschaft in meinen YouTube-Kanal, um gute und interessante Inhalte hochzuladen. Wenn auch du dieses Video interessant und sehenswert findest, dann brauche ich jetzt deine Hilfe, um diesen Kanal auf das nächste Level zu heben. Es ist extrem einfach. Abonniere den Kanal, den Button findest du direkt unter dem Video, gib dem Video ein Like und sende dieses Video an eine Person, von der du überzeugt bist, dass es ihr auch gefällt. Es ist einfach und schnell für dich, aber ein großer Schritt für mich. Ich habe noch viel vor mit diesem Kanal, aber ich schaff's nicht ohne dich. So, und jetzt geht's weiter mit dem aktuellen Video. Dann muss man auch sagen, dass diese Möglichkeit, hier diesen Modus umzuschalten mit diesem
Aufziehhebel ist zwar in der Theorie ganz nett gedacht, in der Praxis allerdings passiert es oft durch die Kompaktheit der Kamera, dass man versehentlich diesen Hebel da nach innen bewegt. Das geht relativ leicht, also man muss die Kamera nur irgendwie ein bisschen anders nehmen und schon ist der Hebel wieder drinnen. Wenn der Hebel drinnen ist, schaltet die Kamera wieder zurück in den normalen Digitalkameramodus und vergisst den Status, dass ich aufgezogen habe. Das heißt, ich muss dann wieder den Hebel herausziehen, warten, bis die Kamera umgeschalten hat, dann erneut aufziehen und dann kann ich weiter fotografieren. Und schlussendlich eine Kleinigkeit, die mich noch ein bisschen, ich möchte nicht sagen ärgert, aber ein bisschen enttäuscht ist, dass die Filmsimulation, die man verwendet hat, für das aktuelle Bild nicht in den EXIF-Daten gespeichert ist. Das heißt, ich habe dann zu Hause am Schirm ein Foto und kann es nicht genau sagen oder muss aufgrund der Optik sagen, was ist denn das jetzt für ein Filmsimulationsmodus, den ich da verwendet habe. Ich habe das nicht 1:1 einfach in den EXIF-Daten drinnen. Positiv zu erwähnen, diese Filmsimulationen, die es da in der Kamera gibt, die da abgespeichert sind, kann man selbst noch mit 6 Parametern beeinflussen, ein bisschen herumtweaken, sodass man ein bisschen einen persönlichen Touch in den Look hineinkriegt, den die Kamera in den JPEGs liefert. Denn ein RAW gibt es nicht, man bekommt nur JPEG-Dateien, in denen der Look dann einfach schon eingebrannt ist und die halt, wir wissen es ja, sehr wenig Spielraum für die weitere Bearbeitung lassen. So, jetzt haben wir also gesehen, die Ausstattung, die technische Ausstattung von dieser Kamera ist nicht so toll. Wir haben da einen Sensor drinnen, der in Mittelklasse-Smartphones verwendet wird. Von dem werden wir uns wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten können, dass die Bildqualität sehr gut ist. Ich muss dann auch leider sagen, dass die Umsetzung dieses Konzeptes, wofür die Kamera eigentlich ja beworben wird, nämlich den analogen Flair zu verbreiten, dass die Umsetzung da auch nicht so ganz toll ist, ein bisschen, holprig gelungen ist, also auch nicht ganz toll. Bleibt also die letzte Frage, wie ist denn wirklich die Bildqualität von dem Teil? Vielleicht kriegen wir da noch eine Überraschung. Ja, was soll ich sagen, die Überraschung bleibt leider aus. Man bekommt das Bild, das man sich erwartet von einem Mittelklasse-Smartphone-Sensor, nicht besonders gut. Auch diese Effekte, muss ich sagen, ja, sie sind schon ganz nett, aber in Wirklichkeit könnte ich das im Lightroom in 0,nix nachbauen. Also das alleine rechtfertigt auch nicht diese Kamera. Vielleicht, dass man diese Effekte in der Kamera drinnen hat, ist etwas, das ganz nett ist. Aber die Bildqualität an und für sich ist jetzt nicht berauschend. Und wenn ich umstelle auf diesen Film-Emulationsmodus, indem ich diesen Hebel da herausziehe, dann habe ich durchgehend, ganz egal was ich auch mache, nur die vollen 24 mm Brennweite zur Verfügung. Das heißt, kein Zoom funktioniert und auch immer nur 12 Megapixel. Wobei ich sagen muss, meiner Erfahrung nach sind die 12 Megapixel auch ein bisschen der Sweet Spot von dieser Kamera. Also das würde ich tatsächlich so machen, dass ich hier immer auf D bleibe, hier immer den Digital-Zoom einstelle, obwohl das alles nur Digital-Zoom ist, wird immer nur gekroppt und dann schieße ich durchgehend alle Fotos, wenn ich im Digi-Modus bin mit 12 Megapixel und wenn ich im Emulationsmodus bin, habe ich auch 12 Megapixel Fotos, vollkommen ausreichend für diese Kamera. Was noch ein bisschen schade ist, ich habe es zuerst schon gesagt, es gibt kein RAW-Format, es gibt kein DNG, wurde zwar in manchen Foren kolportiert, dass die S300 das schon kann sie nicht, zumindest nicht mit der aktuellen Firmware und eine neuere habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Und was mich noch auch stört an der Kamera ist, dass Hochformatfotos im Querformat gespeichert werden. Das heißt, die Kamera speichert nicht die Orientierung und ich muss dann diese Hochformatfotos, wie ganz früher, kann mich noch erinnern, zu Beginn der Digitalfotografie, muss ich dann immer die Fotos manuell, ich glaube, das war in ACDC dann noch drehen, damit die in der richtigen Orientierung sind. Etwas schade, dass hier offensichtlich gespart wurde. Wie die Fotos jetzt tatsächlich ausschauen oder wie man die Fotos bewerten möchte, das überlasse ich jetzt euch. Und zwar habe ich an jeder Location, in der ich mich jetzt befunden habe, das war zuerst der Wallersee, dann war ich an der Königseeache und da bin ich jetzt im Taugelgries. Taugelgries war auch zugefroren, leider inzwischen schon wieder offen, das geht dann sehr schnell, glatt bei fließendem Wasser. An jeder dieser Location habe ich Fotos gemacht, einmal mit dieser Yashica FXD S300 in allen Filmemulationsmoden
Optionen, die zur Verfügung stehen und dann auch als reine Digicam einmal mit 50 Megapixel und einmal mit 12 Megapixel. Und dann habe ich zusätzlich die gleiche Szene mit meinem Smartphone, einen iPhone 12 Pro Max geschossen und dann auch noch zusätzlich mit meiner Kamera, mit der Canon EOS R. Diese Fotos stelle ich euch gern zum Download zur Verfügung, dann könnt ihr ja selber schauen, wie ist denn da der Vergleich, wie kann man denn die Qualität dieser Kamera beurteilen. Die letzte Serie, die ich gemacht habe hier an diesem Ort, die werde ich euch jetzt dann noch im Film zeigen, damit ihr auch hier im Video einen Eindruck habt, welche Qualität von diesem Gerät zu erwarten ist. So, was ist jetzt die Conclusio von diesem Gerät oder von meiner bisherigen Erfahrung mit dieser Kamera? Hätte ich sie gekauft, wenn da oben nicht Yashica stehen würde? Vermutlich nicht. Ich muss es zugeben, dass das schon ein bisschen eine sentimentale Geschichte gewesen ist. Yashica, meine erste richtige Kamera, die hätte ich ganz gern auch als Digitalkamera. Das war eben da, wurde in Aussicht gestellt. Sie ist jetzt nicht so schlecht, wie manche befürchtet haben. Yashica hat ja schon vor einigen Jahren mit dieser Y35 ein ähnliches Konzept versucht zu etablieren. Das war noch ein bisschen verrückter. Da hat es tatsächlich Filmpatronen gegeben, physische Filmpatronen, in denen natürlich kein Film war, sondern nur außen ein QR-Code aufgedruckt, und wenn man diese Patrone dann eingelegt hat, dann wurde die Kamera eben entsprechend der Patrone auf eine Filmemulationsmetrik eingestellt. Die Kamera selbst war wirklich sehr schlecht, war nicht viel besser als ein Spielzeug. Dementsprechend ist es auch gefloppt. Die Angst hatte ich schon ein bisschen auch im Zusammenhang mit der Kamera, aber man muss sagen, die Kamera ist schon sehr viel besser als die Y35, ist in irgendeiner Art und Weise vergleichbar mit einer, ich sage mal, richtigen Digitalkamera, mit einer Fuji oder was auch immer. Weit weg davon weg. Das beginnt eben schon, dass hier kein Objektiv verbaut ist, sondern nur ein Smartphone-Fotomodul. Bereue ich den Kauf? Nicht wirklich, weil mir gefällt die Kamera an und für sich schon. Nur ich stelle mir selbst die Frage, für wen wäre denn das eine zu empfehlende Kamera? Mit 400 € ist sie jetzt nicht gerade preiswert für das, was man da kriegt. Einen Smartphone-Sensor in einer Retro-Kamera, in einem Retro-Kameragehäuse. Für Kameraanfänger, für Leute, die fotografieren beginnen wollen, kann ich sie nicht wirklich empfehlen, denn ich habe hier nicht die Möglichkeit, die Parameter einzustellen und auch nicht zu sehen, welche Effekte die Parameter haben, weil dieser Smartphone-Sensor das einfach nicht hergibt. Ich kann die Belichtungszeit nicht einstellen, ich habe eine Fixblende. Also für Kameraneulinge nicht wirklich empfehlenswert. Für Leute, die ab und zu nur ein bisschen fotografieren wollen, unterwegs im Urlaub oder wo auch immer bei Familienfeiern, auch da kann ich sie nicht empfehlen. Ich habe zwar einen Blitzschuh da oben drauf, ich kann den mit einem Blitz verwenden, muss ich euch zeigen. Denn tatsächlich habe ich noch von meiner alten Kamera einen Original Yashica Blitz. Das funktioniert grundsätzlich auch, nur die Kamera hat natürlich kein TCL, das heißt, der Blitz feuert einfach irgendwo hin. Man hat keine oder sehr wenig Möglichkeit, die Belichtung zu beeinflussen, daher ist diese ganze Geschichte auch wenig sinnvoll, aber immerhin möglich. Aber für ich sage mal, eine Arbeitskamera, die man einfach dabei hat und schnell mal ein paar Fotos schießt, ist sie zu langsam, zu umständlich und nicht wirklich geeignet. Auch wenn das Menü gut zu bedienen ist, aber das ist eben keine Point-and-Shoot-Kamera. Dafür ist sie auch teilweise wirklich zu langsam. So, wer bleibt noch über? Naja, der ambitionierte Hobbyfotograf, der vielleicht einmal analog begonnen hat zu fotografieren und gern mit einer Digitalkamera wieder diesen Retro-Vibe leben möchte, auch dafür ist die Kamera nicht geeignet. Dafür ist die Umsetzung dieser Retro-Film-Haptik zu mangelhaft, zu holprig, zu ungenau, einfach enttäuschend für jemand, der Film geschossen hat. Dieses Feeling kann man mit dieser Kamera meiner Meinung nach nicht wieder herholen. Ja, bleibt die Frage offen, wo diese Kamera bei mir ihren Platz finden wird, wo ich sie und wie ich sie einsetzen werde. Ich finde die JPEG-Looks teilweise ganz lustig, aber ich denke, ich kann mir genauso da ein Preset machen in Lightroom und diese Looks dann mit Knopfdruck auch mit meiner Canon-Kamera nachmachen, die eine viel bessere Bildqualität hat. Vielleicht könnte man sagen, dass die schlechte Bildqualität, die dieser Sensor liefert, sogar ein Feature ist, das man verwenden möchte. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr jetzt immer noch hier seid und immer noch offensichtlich Interesse an dieser Kamera habt, wie auch immer, würde mich interessieren, woraus sich dieses Interesse begründet und ob ihr überlegt, tatsächlich diese Kamera zu kaufen, auch nachdem ich jetzt sie tatsächlich eigentlich nicht empfehlen kann, muss ich leider sagen. Ja, und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Dabeisein, viel Spaß beim Fotografieren, mit welcher Kamera auch immer, und wir sehen uns ja hoffentlich das nächste Mal oder vielleicht gleich bei einem anderen Video von mir. Ciao.
ciao und pfiat euch. Ciao.